Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Da sind wir angekommen im letzten Viertel dieser schon 10. Staffel. Und nicht nur mit der Aussicht auf Staffel 11, sondern wir können euch verkünden, sie wird kommen. Und Staffel 12 auch. Und Staffel 12 auch. Wahnsinn. Glückwunsch an euch, an uns, an alle, an dich, Heike, vielen Dank. Also, das sind schon viele, viele Staffeln, ne? Ja, das sind viele, viele Staffeln. Gehen langsam in die Family Guy-Richtung. Also, wir haben jetzt die normalen Serien, die so stattfinden, verlassen. Wir kommen jetzt langsam in den Premium-Bereich. Und womit? Mit immer einem echten Fall. Boah, krasse Überleitung, Wahnsinn. oder? Einem echten Fall, einem echten Urteil, echten Leben, Fragen und Antworten zu unserem Rechtssystem. Das war so und das soll auch weiter so bleiben. Und es gilt auch in Zukunft, unsere Live-Shows sind zum Glück sehr begehrt. Wichtig wäre eine Sache, dass die 40 Menschen, die noch Tickets haben, für die ursprünglich, meine ich, am 11. September, ich habe sie nämlich leider schon aus meinem Kalender gelöscht, geplante Live-Show in der Frankfurter Käse. Also wer da noch Tickets hat, meldet euch in irgendeiner Form bei uns. Ihr könnt diese Tickets entweder dazu nutzen, zu unserer Jubiläumsshow ins Bürgerhaus Bornheim, so nenne ich es immer noch, aber das heißt Saalbau Bornheim schon sehr lange, kommen. Die ist am 22. September. Oder ihr tauscht die Tickets gegen eine andere Show eurer Wahl. Aber melden müsstet ihr euch, damit ihr nicht vor der verschlossenen Tür steht. Das wäre doof. Ich hab's ja, das kann ich dann hier wegstreichen, weil ich hatte auch hier 20 von 40 haben sich noch nicht gemeldet, wurde uns von der Käse... 20 von 40, okay. 20 von 40 haben sich noch nicht gemeldet für die Modalitäten, weil du hast schon gesagt, ihr könnt entweder die Karten tauschen für eine beliebige Show, ihr könnt für die Big Show am 22.09. die Karten haben, da müsstet ihr euch aber trotzdem auch dann melden, weil ihr kriegt dann spezielle Plätze zugewiesen und so weiter und so fort. Am Ende wäre es am einfachsten, ihr meldet euch da einfach, weil die werden euch nochmal ganz genau sagen, was alles möglich ist und nicht wir. Hast du noch irgendwelche Hinweise mit YouTube, ARD, Audiothek und so Kram? Oder bist du fertig? Ja, also ich könnte euch verraten. Ach so, ja, das sage ich eigentlich auch immer. Ne? Also ihr findet uns in der ARD Audiothek, wenn ihr uns hören wollt. Wenn ihr uns sehen wollt, dann geht ihr einfach auf YouTube, dort auf den Kanal des Hessischen Rundfunks. Oder ihr geht in die ARD-Mediathek. Und wenn ihr das auch nicht wollt, dann guckt halt Fernsehen. Freitags nach der Talkshow kommen wir im HR-Fernsehen. Ja, auf irgendeinem Weg werdet ihr uns schon gefunden haben. Sonst wärt ihr ja jetzt nicht hier. Auf welchem Ausspielweg auch immer. Vielen Dank dafür. Du hast schon gesagt, es geht jetzt in die Schlussviertelstunde der 10. Staffel. Wahnsinnig. Und ich denke ja immer, wir haben ja auch oft die Gespräche darüber, dass man denkt, ja, wie lange funktioniert Verurteilt noch? Also haben wir nicht irgendwann mal alles erzählt? Und ich sag's einfach auch am Ende der 10. Staffel, gegen Ende hin, nein. Weil es tauchen immer wieder Sachen auf, wo ich mir dann blöd vorkomme. Weil die Einleitung, die ich jetzt mache, die habe ich wahrscheinlich schon 1000-mal gemacht. Und ich sage dann immer, boah, aber ja, wir haben viele ungewöhnliche Sachen, aber das ist mal eine skurrile Geschichte. Ich muss dann aufpassen, dass ich ein bisschen sparsamer dann mit diesen Superlativen umgehe. Mache ich aber nicht. Weil auch heute haben wir einen Fall, wo ich dachte, what? Also ich habe in letzter Zeit oft das Gefühl, ich verstehe die schon bei den Texten nicht mehr, die Fälle, was ein gutes Zeichen ist, weil ich dann viele Fragen haben werde. Und warum ich viele Fragen haben werde und warum ich zumindest jetzt noch leichte Sympathien für die Protagonisten hege, hört euch jetzt hier mal an. Der Fall. 2014 beauftragte eine 61-Jährige ihren Geschäftspartner, ihr Haus auszuräumen. Die Frau will nach Afrika auswandern. Doch es gibt Streit mit dem Geschäftspartner wegen nicht bezahlter Rechnungen. Als er in ihren Umzugskisten unter anderem Einzelteile einer Aufzuchtanlage für eine Marihuana-Plantage findet, zeigt er die Frau an. Daraufhin wird durchsucht, bei ihr und bei ihrem Stiefsohn. Die Polizei wird fündig und 2015 stehen Stiefmutter und Stiefsohn in Darmstadt vorm Landgericht wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Ja. Der jetzt, warum er Spaß hat. Ich hatte tatsächlich Spaß, weil ich dachte, gut, das klingt jetzt schon so, dass es in meinen skurrilen Neigungen
einzahlt. Weil ich mag ja immer, wenn dieses absurde Leben stattfindet. Also wir machen Verurteilt ja auch unter anderem deswegen, natürlich, um das Rechtssystem zu erklären, aber auch so ein bisschen, um Lebensrealitäten auch kennenzulernen, die man halt so stereotyp nicht im Kopf hat. Und ich glaube, das gehört dazu, beziehungsweise die Voraussetzungen wirken ganz gut, dass das die eine oder andere Kuriosität zutage treten lässt. Ich glaube, das kann ich heute bedienen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Meine allererste Frage, die ich hatte, die ist nicht so spektakulär. Wohin will die auswandern? Weil da wird Afrika gesagt, aber Afrika ist ja... Nach Gambia. Nach Gambia? Liebe Grüße an meinen Freund Cerno, der mir auch schon die ganze Zeit sagt, ich soll mal mitkommen. Gambia muss toll sein. Deswegen. Ich höre auch nur gute Sachen und ich habe auch mal eine Doku über Gambia eingesprochen, wo dann so Bilder abgespielt wurden. Das ist schon wahnsinnig schön dort. Das heißt, kann ich hier abhaken, Gambia ist auf jeden Fall ein Auswanderungsziel, was ich nachvollziehen kann. Das hat dann wahrscheinlich auch nichts mit überstürztem Auswandern zu tun, oder? Nein. Dass man sagt, so, keine Ahnung, wir kennen ja diese Leute, die landen dann in irgendwelchen Fernsehsendungen, die ein bisschen verbrannte Erde hier und da mal verlassen haben. Vielleicht meldet sich dann irgendein Inkassounternehmen und dann redet man sich ein, ich will jetzt auswandern. Nein. Und wundert sich dann, dass niemanden in Norwegen es interessiert, dass man kein Norwegisch kann und hier irgendwie ein Solarium aufgemacht hat und keiner kommt. So, also, erste Frage beantwortet. Die zweite, die ich habe, ist ein bisschen komplizierter. Dieses Timing mit dem Streit und der Anzeige kommt mir komisch vor. Weißt du, was ich meine? Weil wir hören einerseits, dass irgendwie nicht bezahlt wird, gleichzeitig wird aber der Auftrag noch angenommen. Also weißt du, was ich meine? Das klingt für mich so, ja gut, Digga, wenn die doch bei den ersten Malen irgendwie ihre Rechnung nicht zahlt, warum machst du es dann überhaupt noch? Da kommen wir hin. Hat das mit dem Streit zu tun? Also der Streit hat mit der Ausführung des Auftrags zu tun. Hä? Also, es klingt so, dass die beiden Streit haben wegen dieser Zahlung. Ja. Wegen irgendwelchen Sachen. Und deswegen werden Dinge nicht ausgeführt. Geht es nur um eine Zahlung? Ja. Du bist jetzt wieder in so einem Quizmode, als wenn wir dieses Spiel spielen, wo ich hier so einen Namen auf dem Kopf habe. Bin ich ein Mann? Nein. A. So, nein, dann lass uns das verlassen. Wir haben es mittlerweile etabliert. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir uns solchen Fällen nähern können. Einmal die zeitliche Komponente über die Chronologie und einmal, wie ich es genannt habe in den letzten Folgen, Setting, wo man sich einen Überblick verschafft über die Protagonisten, in welchem Verhältnis die da stehen, quasi einen geistigen Flipchart aufbauen. Ja, ich glaube, wir bauen einen geistigen Flipchart auf. Juhu. Und auf diesem Flipchart erscheint ein Reihenhaus. Okay. So. Und dieses Das Reihenhaus, war Vorteil, vielen Dank. Das ging ja. Okay. spannend, ne? Ich mal das mal mit hier. Und dieses Reihenhaus hat einen Keller. Und dieser Keller hat einen Raum von 20 Quadratmetern. Und dieser Raum ist komplett mit Dämmmaterial verkleidet. Reihenhaus, aber wer wohnt da? Da wohnen 2 Frauen. 2 Frauen wohnen in einem Reihenhaus. Alleine. Das ist ihr Haus. Mhm. Wohnen da. Alright. Aufgeschrieben? Ja, das ist ja auch für die Leute, die es jetzt schon, die müssen sie auch anfangen, hier oben sich Papier auszulegen und das so. Also wir haben mittlerweile... Ich glaube, das kriegen. Noch geht's doch, Eben. oder? Deswegen, man muss aber langsam vorbereiten, dass man jetzt auch weiter mitkommt. Wir haben ein Reihenhaus und 2 Frauen. Sind die in einem Liebesverhältnis zusammen? Ja. So, wir haben ein Frauenpaar im Reihenhaus. So ist es. Das Reihenhaus hat einen Keller. Bis hierhin haben wir noch nichts Ungewöhnliches feststellen können. Der Keller hat Räume. Einer davon ist 20 Quadratmeter groß und komplett mit Dämmmaterial verkleidet. Mein Gott. Naja, das jetzt wird schon ein klein bisschen ungewöhnlicher, oder? Ja, aber die können ja theoretisch in ihrem Haus machen, was sie wollen. Absolut. So, die haben halt einen Keller. So können Sie zum Beispiel da auch Lüftungen einbauen. Sie können dort auch starke Lampen einbauen. Sie können auch durch den Keller, all das ist nämlich geschehen, eine Starkstromleitung ziehen. Können Sie auch. Sie können auch viel Strom in diesem Keller verbrauchen. All das haben Sie getan. Ja. Sie haben sehr, sehr, sehr viel Strom verbraucht. Also Sie haben zum Beispiel im Jahr
Warte, ich versuche mal den höchsten rauszufinden. Im Jahr 2012 haben sie zum Beispiel 23.140 Kilowatt verbraucht. Im Vergleich ist der durchschnittliche Jahresverbrauch eines Zwei-Personen-Haushaltes 3.440 Kilowatt. Es war schon sehr viel. Das ist schon sehr viel, das weiß ich, weil in letzter Zeit habe ich auch diese Briefe öfters mal in der Hand. Da muss man ja jetzt aufpassen und selber sich einschätzen, wie viel verwendet man, wie viel hat man. Das ist schon, also da hätte ich Angst bekommen. Wieso aufpassen? Ich muss, ja, das heißt aufpassen, aber man muss ja schon gucken, in welchem Verhältnis stehen die Preise zu den Kilowattstunden. Also Anbieter vergleichen. Ach so. Ich schaue mir dann schon an, wie viel zahle ich, wie viel verbrauche ich und so weiter und so fort. Also habe ich zumindest lustigerweise im Kontext jetzt ein Gespür dafür, dass das sehr viel ist. Genau. Weil ich sehr große Angst bekommen hätte, wenn sich meine Stromfirma bei mir gemeldet hätte und gesagt hätte, ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist Ihr neuer geschätzter Verbrauch und die neuen Abschläge betragen XY. Also das verbrauchen die. Und wir haben ja schon gesagt, in dem Haus wohnen Sie, also hier unsere Protagonistin, wir können ihr auch mal einen Namen geben, das ist die Gertrud. Die Gertrud? Die Gertrud wohnt da mit ihrer Lebensgefährtin. Wie heißt die? Das weiß ich nicht. Also die Gertrud und ihre Ich glaube, die Partner. spielt auch keine Rolle. Also was heißt ich glaube, das war jetzt sehr zynisch. Also sie spielt nur kurz eine Rolle. Also Gertrud und die Lebensgefährtin wohnen da. Und die Lebensgefährtin hat einen Sohn. Das ist der Arno. Lebensgefährtin hat Sohn Arno. Und jetzt ist es so, die Gertrud ist ja die Stiefmutter von Arno und ihre Lebensgefährtin, die Mutter von Arno, die betreiben eine Marihuana-Plantage in jenem Keller. Deswegen ist auch der Stromverbrauch so hoch. Wer genau macht das? Die 2 Frauen. Die 2 Frauen, die betreiben die dort. Die betreiben eine Plantage, eine Marihuana-Plantage. Ich glaube, Gertrud hilft ein bisschen, dass sie eine gelernte Floristin ist. Also fände ich passend. Ja, mein Gott. Also, ist auf jeden Fall kein K.O.-Kriterium fürs Vorstellungsgespräch, wenn man sagt, hier, ich bringe die und die Fähigkeit mit. Aber Und Arno ja. ist Kiffer. Und Arno kennt halt deswegen auch viele. Der hat sehr früh angefangen zu kiffen und kennt eine Menge Leute. Und Guck mal, Heike, ich weiß, wir sind noch im Setting drin. Aber das muss ja irgendwie angefangen haben. Wir können das ja nicht so erzählen, als wenn das die ganz normalen Zutaten sind. So, ja, die war Floristin, die hat eine Partnerin gehabt, die hat einen Sohn gehabt, der hat viel gekifft. 1 und 1 ist 2. Dann ist hier in einem Reihenhaus natürlich mal ein Keller abgedämmt und mit den ganzen Starkstromleitungen. Und, also, du weißt, was ich meine. Ich weiß nicht. Gibt es irgendwie einen Hinweis, warum es überhaupt dazu gekommen ist? Von dem ganzen Konstellat. Also ich würde mal vermuten, weil die schon wussten, damit kannst du Geld verdienen. Weil es war so, Gertrud hat Rücken und Gertrud konnte deswegen auch nicht mehr richtig viel arbeiten. Die hatte nur einen Minijob. Ein Minijob und eine kleine Rente. Minijob als Floristin? Ja. Okay. Also im Blumenladen hat die halt gearbeitet. So. Ja, das war halt da bei denen so. Und jetzt Okay, das heißt, Minijob hat nicht viel Cash. Die anderen beiden haben auch auch Interesse, ein bisschen Geld zu verdienen, haben sie gesagt, komm mal. Machen wir das doch. Jetzt ist aber im Herbst 2013 die Lebensgefährtin von Gertrud leider gestorben. Und das hat dazu geführt, dass Gertrud halt nicht mehr alleine diese Plantage betreiben wollte. Wie herzlos du das vorhin angeteasert hast. Was? Als ich gefragt habe, wie heißt denn die Partnerin? Das spielt keine Rolle. Oh wei. Ja. Jetzt wissen wir warum. Wei. Nein, ich wollte nicht so herzlos sein. Ich wollte nicht so herzlos sein. Ich will jetzt auch nicht herzlos sein, aber die Partnerin ist jetzt weg. Die ist jetzt leider gestorben, Das heißt, 2013. Gertrud und Arno sind jetzt unter sich. Gertrud und Arno sind unter sich. Und haben ein gemeinsames Ziel. Ja, aber gleichzeitig auch ein bisschen distanziertes Verhältnis. Das macht das vielleicht bei der Zusammenarbeit leichter. Ich weiß es nicht. Jedenfalls haben sie beide entschieden, die Geschäfte laufen weiter. Und dafür hat der Sohn eine Halle gemietet.
so eine große Halle und hat die zu einer Kfz-Werkstatt ausgestattet. Und in diese Halle hat er 3 Motocross-Maschinen, einen Sportwagen, ein BMW, ein Kart, ein Wohnmobil und einen Anhänger für Motorräder gestellt. Tatsächlich war die Halle, also so eine große Halle, aber das Drogenzwischenlager. So wird es jedenfalls später die Staatsanwaltschaft sagen. Und warum haben sie diese Plantage weiter betrieben? Weil seine Kunden, respektive die Abnehmer an der Bergstraße, halt weiter Marihuana wollten. Und ja? Ich habe jetzt wieder meinen Modus von der letzten Folge angewandt, dass ich nicht direkt alle Fragen stelle, aber es sind jetzt einige trotzdem leider aufgetaucht, die sich aufgestaut haben. Der mietet eine Halle. Das heißt, erstmal hat das in dem Keller funktioniert. Dann haben die gesagt, boah, die Nachfrage ist so groß, wir müssen uns erweitern. Dann mietet der eine Halle, kauft da irgendwelche Ablenkgegenstände, damit man denken kann, ja, hier lagere ich halt meine Brote und so ein Kram. Aber gleichzeitig ist das nur das Lager. Ist das nicht falsch rum? Weißt du, was ich meine? Nein, warum falsch rum? Brauche ich nicht zum Anbauen mehr Platz als zum Lagern, weil das wird ja irgendwann gepresst. Also ich baue ja irgendwas groß an, dann baller ich es klein und dann tue ich es dahin. Das kann ich dir nicht beantworten, weil ich das ehrlich gesagt nicht weiß. Okay. Also war jetzt nur in meinem ersten Verständnis, ja, so zu denken, sein, aber reihenweise Pflanzen, dann pflücke ich das, dann quetsche ich das zusammen und dann lege ich es in ein Päckchen rein. Fachfrage, was genau haben die so verkauft? Marihuana und Haze. Also auch ein bisschen was für gute Laune. Ja, okay. Ich musste nachgucken, was Haze ist und habe gelernt, das ist eine Marihuana-Sorte. Das habe ich übrigens von der mrhanf.de Seite. Ich hoffe, es stimmt, aber ich hatte den Eindruck, da schreiben welche, die Ahnung davon haben. Also da steht jedenfalls, Haze ist eine Marihuana-Sorte. Die ist bekannt für den THC-Gehalt. Und Haze ist nach den Haze-Brüdern benannt worden. Und die Haze-Brüder haben in der Nähe von Santa Cruz, also in Kalifornien, in den 60er Jahren das entwickelt. Und Haze ist eben bekannt für die einzigartige Wirkung. Okay. Habe ja gesagt, ich glaube, Haze geht eher so in den Gute-Laune-Bereich. So, genau. Da wird man nicht so nachdenklich und so, sondern da. Genau, und also in jener Halle hat jedenfalls hier der Stiefsohn von Gertrud 10 Kilo Marihuana aufbewahrt. Jetzt hatte der nur plötzlich das Problem, dass bei ihm eingebrochen worden ist und dass ihm die Drogen geklaut worden sind und dass er aber trotzdem bezahlen musste dafür. Und deswegen hat er sich wohl Geld geliehen, weil also offensichtlich war der Verkauf schon eingetütet. Keine Ahnung. So. Komisch, aber ist so. So, jetzt sind wir anfangen. Tut mir leid, wirklich. Aber das habe ich überhaupt nicht verstanden jetzt, den Part. Wo sind wir jetzt wieder eingestiegen? Wir haben jetzt geklärt, die haben einen Keller und ein Lager. Es war so, die Kunden an der Bergstraße haben gesagt, hier, wir brauchen weiterhin Marihuana. Ja. Er hat sich um einen neuen Lieferanten gekümmert. Ich glaube, das habe ich vergessen dazu zu sagen, ne? Weil ganz offensichtlich hat Gertrud auch nicht mehr genügend geliefert. Er ist doch der Supplier, also weißt du, musste ja, aber jetzt scheint nicht nachkaufen. Mehr, offensichtlich hat er nachgekauft. So, deswegen habe ich es nicht verstanden, weil eigentlich sind sie auch der Produzent. Ja. Das heißt, das ist wie wenn die eine Firma anruft, boah, Alter, wir haben komplette Übernachfrage, könnt ihr uns aushelfen? Das heißt, der war auch weiter verstrickt in dem Business. Das war nicht Gertrud und Arno sitzen allein in ihrem Reihenhaus. Nein, Arno hat offensichtlich auch Kontakt zu anderen gehabt. Okay, das heißt, Arno ist ein Dealer. Der auch, kann man so sagen, weiß, wo er größere Mengen herbekommt. Kann man so sagen. Um die gestiegene Nachfrage, die er mit seinem eigenen Keller nicht decken kann, zu bedienen. Genau. Okay, das heißt. Genau. Ein ganz normales Business bis jetzt. Ein Business halt. Genau. Gertrud und Arno sagen halt, ja mein Gott, Rente reicht nicht. Bisschen Cash machen. Ja. So, und jetzt sind ihnen diese 10 Kilo geklaut worden. Dafür, der musste die aber bezahlen. Dafür hat er sich Geld geliehen und natürlich muss das Geld irgendwie wieder reinkommen. Anfang 2014 hat aber Gertrud entschieden,
jetzt ist Schluss, sie will nach Afrika auswandern, weil es ist ohne ihre Lebensgefährtin halt nicht mehr schön. Und ihr Schwager kommt aus Gambia, deswegen Gambia und deswegen Afrika. Und nun geht sie dorthin. Und sie beschließt, dass sie dort gebrauchte Motoren verkaufen möchte. War das für Arno okay? Oder war das so ein Streitding, so von wegen, ich glaube, das war für Arno okay, weil die sich ja eh nicht so... Also das waren jetzt nicht... Also für Arno war es die Möglichkeit zu sagen, so, ich bin jetzt hier der einzige CEO von dem Reihenhausunternehmen? Nee, nicht von dem Reihenhausunternehmen. Das Reihenhaus sollte verkauft werden. Und die Plantage abgebaut werden. Arno war dann nur noch auf die anderen Lieferanten angewiesen. Okay, das heißt, Arno ist dann vom Produzenten, Händler und Verkäufer zu nur Händler geworden dann? Ja. Das hat ja trotzdem vielleicht Einbußen zur Folge für Arno. Das kann sein. Wenn jetzt gesagt wird, Mitgliederversammlung... Das kann sein, aber der Arno hatte insofern Glück, als dass Gertrud noch 12 Kilo im Keller rumliegen hatte und gesagt hat, hier, das kannst du gewinnbringend verkaufen. Das kannst du haben, ja. Schlechte Nachrichten, unsere Werke werden geschlossen. Wir müssen an unsere Mitarbeiter die unangenehme Ansprache halten. Das Werk im Reihenhaus wird geschlossen. Wir sind jetzt eindeutig nicht mehr im produzierenden Gewerbe. Jeder muss jetzt schauen. Wir haben aber einen Sozialplan aufgestellt. Hier sind 12 Kilo für den Übergang. Genau. Aber und sie wollte nach Gambia. Was wollte sie da machen? Da wollte sie gebrauchte Motoren verkaufen. Und das Gertrud ist schon eine Businesswoman. Und das führt uns jetzt zu Friedrich. Weil Gertrud hat nun über eBay Kleinanzeigen halt so Motoren und so Zeugs zusammengesucht. Und so hat sie auch Friedrich kennengelernt. Und Friedrich hatte offensichtlich wahre Schätze für Gertrud, nämlich Stromaggregate aus alten Bundeswehrbeständen, Rücklichter, Antriebswellen, Dichtungen, Luftfilter, was Gertrud offensichtlich so für Afrika brauchte. Business-wise brauchte oder was Ja. hatte die da vor? Ja. Also das waren reine Objekte, die sie da gefunden hat bei dem, wo sie dachte, geil, das kaufe ich jetzt hier in Deutschland bei eBay Kleinanzeigen und verkaufe das in Gambia. Also ja, so habe ich das jedenfalls verstanden. Ich kann es nur so sagen, weil ich kann schon vorwegnehmen, es ist nie dazu gekommen, dass sie es in Gambia verkauft hat. Okay, ich muss ja immer bei allen Fragen, die so in meinem Kopf rumschwirren, trotzdem ab und zu mal kurz zusammenfassen. Wir haben es ja vorhin gemacht, wir haben das Reihenhaus, bla bla. Jetzt haben wir ein Business, was ein bisschen sich verändert. Sie geht zu eBay Kleinanzeigen, merkt dort, keine Ahnung, ich suche nach Gegenstand XY, dann gucke ich auf diesen Reiter, was hat er noch alles anzubieten, denke, ja geil, das geht dann in denselben Bereich. Das kenne ich. Ja, klar, man guckt ja immer, weil man denkt, man kauft von dem einen, dann gut, wer hat der scheinbar die bei Kleidern zum Beispiel. Bei Kleidern zum Beispiel denkst du ja gut, der Johnny scheint ja dieselbe Kleidergröße zu haben wie ich. Dann gucke ich ihm mal den Rest an. Und schon kaufst du 3 statt einer Sache. Lohnt sich ja dann auch, weil nur einmal Versand. Das heißt, der Gedankengang bei ihr ist schon okay. Die denkt, okay, Friedrich hat scheinbar Items, die genau in mein Konzept passen für das Business, was ich mir für Gambia ausgedacht habe. Ja. Was sich mir noch nicht ganz erschließt, für mich, du hast gesagt, du weißt nicht genau, ich will jetzt auch nicht unfair werden. Kenntnisstand für mich, das wirkt, wie soll ich es nennen, das ist noch nicht komplett vorbereitet. Ich glaube, Gertrud ist so eine Frau, die durchaus impulsiv ist. Okay, gut. So, ja. Ich hatte jetzt mal den Die Gedanken. schnell was entscheidet und dann versucht umzusetzen, ja, und dann wird es halt nichts, macht halt was anderes. Eigentlich gut, ehrlich gesagt. Eigentlich wird oft irgendwie verlacht, weil man denkt, ja klar, klappt doch eh nicht, ja ganz ehrlich, dann klappt es halt beim 40. Mal. Dann habe ich 40 Mal was probiert, während du nichts gemacht hast. So, also, wie gesagt, ich will Gertrud da nicht Unrecht tun. Für mich klingt es nur jetzt noch so, wo ich denke, boah, wenn das eine Freundin von mir wäre, würde ich sagen, erzähl mir noch mal ganz genau, wie du dir ganz genau vorstellst, da dein Leben zu finanzieren. Und wenn sie mir dann nur sagt, ich verkaufe ein paar Aggregate, dann würde ich sagen, lass uns noch weiterdenken. Ja, leider macht aber Gertrud jetzt einen wirklich großen Fehler. Gertrud freundet sich mit Friedrich an. Und dann sind die gemeinsam auch immer unterwegs.
Keine Ahnung, wo die hingefahren sind jedenfalls viel unterwegs gewesen. Und dabei erzählt sie, Friedrich, dass sie, ihre ehemalige Lebensgefährtin und der Stiefsohn seit 5 Jahren eine Plantage betreiben. Die Frauen bauen an und er verkauft. Also Arno. Arno verkauft. Ernte pro Jahr seien immer etwa 50 Kilo gewesen. Fürs Kilo hätte es 3.000 bis 3.500 Euro gegeben. Und Arno hätte die dann für 7.000 weiterverkauft. Hat also offensichtlich ein gutes Geschäft daraus gemacht. Und sie sei diejenige gewesen, die das Geld eingetrieben habe. Also wenn jemand nicht bezahlt hat, Gertrud fährt Motorrad, hat Gertrud sich aufs Motorrad gesetzt und ist das Geld eintreiben gegangen. Ja, voll. Aber dann ist halt leider ihre Freundin gestorben und dann hat das alles nicht mehr so Spaß gemacht. Und deswegen habe sie entschieden, dass sie das Haus verkaufen will, weil sie ja nach Afrika gehen möchte. Okay, ja, das ist ja auch dann Teil von dem, was ich vorhin machen wollte, so einer kleinen Zusammenfassung. Also das sind die Rahmenbedingungen, wie das finanziell realisiert werden soll. Haus wird verkauft, Geld hin und her. Was mich ein bisschen irritiert hat bei deiner Ausführung, war folgende Tatsache. Die scheint sehr gutgläubig zu sein. So, eBay Kleinanzeigen, lerne ich jemanden kennen. Du hast so genannt, fahren ein bisschen rum. Es lässt auch sehr viel Raum für Interpretation. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, auch wenn ich es jetzt hier so ein bisschen lustig behandelt habe, das darf ich ja nicht, was die da tun. So, ist ja die eine Sache, ob ich jemanden kennenlerne und sage, hier, kennst du die Bäckerei auf der Schweizer Straße? Das ist meine. Sagt er, cool, freue ich mich. Da kriege ich ja keine Probleme, wenn der das rausfindet. Aber wenn ich halt sage, hier, übrigens, das war eine Sache, gell, aber ich bin die Marihuana Gertrud, das setzt ja ein gewisses Vertrauen voraus, was vielleicht in der Kürze der Dauer, wie die sich kennen, unangebracht ist. Was ist denn der Grund, warum sie ihm das erzählt hat? Weiß man das? Nein. Einfach Smalltalk. Ja. Oder hat sie rausgefunden? Tatsächlich bin ich jetzt ernsthaft am Überlegen, ob mir das nicht auch so gegangen wäre. Letzte abschließende Frage, warum sie es erzählt hat. Oder hat er ihr auch irgendwas erzählt, wo es quasi eine Pattsituation gibt? Weißt du, was ich meine? Weil wenn ich jetzt zu dir komme, Heike, ich muss dir was Blödes erzählen und weiß aber gleichzeitig, du hast mir auch irgendwas Blödes erzählt und hast kein Interesse, dass das rauskommt von beiden Seiten und wir uns gegenseitig so ein bisschen kalter Krieg mäßig ausnocken. War das der Fall? Also hat sie rausgefunden, Nicht, dass ich wusste. Aggregate hast du verkauft. So, also, Nee. Okay. Nein. Das heißt, im Endeffekt hat sie ihm schon ein gewisses Druckmittel in die Hand gegeben. Es war nicht klug, was die so gemacht hat. Also jetzt aber erstmal hat sie, und das war jetzt nicht ganz so unklug, hat sie ihn gebeten, für sie doch das Haus auszuräumen, weil die hat ja Rücken, ne? Und ihr Hab und Gut nach Hamburg in die Überseekontainer zu bringen und vorher es zwischenzulagern, damit es dann hinterher nach Afrika kommt. Damit hat sie ihn beauftragt. Er hat gesagt, ja okay, macht er. Er komme mit 6 Helfern. Tatsächlich ist er auch gekommen, um dieses Haus auszuräumen, aber nicht mit 6 Helfern, sondern mit seinem Untermieter und dessen Ehefrau. Die anderen 6 Helfer oder 4 Helfer konnten offensichtlich nicht. Also haben die Umzugskartons gepackt und haben... Weißt du, was haben die für einen Preis ausgemacht? Habe ich das überhört oder hast du noch nicht Nee, gesagt? also ich habe jedenfalls nicht mitgekriegt, dass irgendein Preis ausgemacht worden ist. Gertrud sagt auch, nein, das war ein Freundschaftsdienst. Ja, weil ich habe kurz stutzen müssen, als du gesagt hast, der kam mit 2 Helfern, eigentlich mit 6 und dann kommt er auch noch mit scheinbar Laien dahin. Das ist ja, wenn es ein Freundschaftsdienst ist, dann okay, ich kann mich ja nicht beschweren. Ich kann ja nicht sagen, da wollten noch 6 kommen, weil es umsonst. Ich glaube, Gertrud beschwert sich auch über sowas. Gertrud ist so. Ja, aber es kann ja sein, wenn ein Preis vereinbart wurde, dass ich auch sagen würde, Entschuldigung. So, du hast gesagt, 6 Helfer, das klingt professionell. Ich habe gesagt, ich gebe dir Cash, aber jetzt kommen hier irgendwie 2 an, die auch nicht viel mehr tragen können als ich. Gut, aber am Ende findet dieser Umzug statt. Ja. Oder beziehungsweise diese Lagerung von den Sachen, weil die müssen ja irgendwo hin. Genau.
tatsächlich haben die auch, also hier Untermieter, Ehefrau und Friedrich. Ich wollte gerade Heinrich sagen, aber dann habe ich gemerkt, da heißt ja Friedrich. Also haben die Umzugskisten gepackt und haben in diese Umzugskisten auch die Aufzuchtanlage gepackt. Das heißt 13 Speziallampen, 3 große Luftfilter, 17 Ventilatoren, 600 Pflanztöpfe und Spezialdünger für Cannabispflanzen. Außerdem ein Notizbuch mit der Buchführung von Gertrud. Die war nämlich offenbar ordentlich und hat alles aufgeschrieben. Eigentlich will ich mich jetzt darüber aufregen, aber habe ich jetzt schon hinter mir, weil die hat sie mir auch erzählt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass er dann plötzlich Sachen in der Hand hat und denkt, oh, was hast du denn da für Sache? So sondern ist er es. wusste ja, wen er da umzieht. Dann kann man das Buch auch liegen lassen. Ist ja eh klar. So. Wahrscheinlich, dachte sie auch so. Jedenfalls hat er gesagt, also vorübergehend kannst du bei uns wohnen, kannst du bei mir wohnen. Ein Problem war nur, sagt Gertrud später, also das war eine Matratze im Keller bei dem und diese Matratze war voller Katzenurin. Also hat Gertrud gesagt, doch nicht so cool da zu wohnen. Und Die Sachen waren aber gleichzeitig auch bei denen dann. Sachen waren bei dem. Das heißt, die Sachen wurden eingelagert und sie theoretisch auch eingelagert, bis das Ganze losgeht. Wie war so der Zeitraumplan? Wie der geplant war. Also wie war der Zeitraum geplant? Die sind ja in das Haus wurde verkauft. Das war ja alles ganz schnell. Guck mal, Ja. Ostern lernen die sich kennen, jetzt sind wir an Pfingsten. Also es ist alles relativ kurz. Vierteljahr, in einem Vierteljahr erzählt die das alles, die fahren rum, Ja. kaufen da irgendwelche Motoren und so ein Zeugs. Aber von der Zeitraum von, die Sachen werden rausgeholt und werden irgendwann nach Hamburg gebracht, das war jetzt, also die sollte da jetzt nicht mehrere Monate wohnen, sondern halt nur für die Zeit, bis dann So habe ich das verstanden. Hamburg Ja, der Container frei ist. ganz genau. Hat ihr aber nicht gefallen, weil es offensichtlich Roch dort nicht so gestunken gut. hat. Ja, das kann man so sagen. Jetzt kam aber dooferweise dazu, dass er nun plötzlich von ihr 29.000 € als Anzahlung möchte. Und sie sagt, nix gibt's, kriegst nix. Das war ein Freundschaftsdienst. Und darüber gibt's Streit. Und dann sagt sie, du rückst jetzt sofort mein Eigentum wieder raus. Macht er aber nicht. Er sagt, nee, er behält es, bis sie bezahlt hat. Und dann versucht sie es nochmal mit irgendeinem Bekannten von ihr. Geht sie dann bei ihm vorbei an Fronleichnam, kann man sich gut, also Ostern kennengelernt, Pfingsten ausgeräumt, Streit, Fronleichnam kommt die mit einem, also kurz danach, kommt sie in Begleitung, aber er lehnt jedes Gespräch ab. Und sie sagt, und im Übrigen habe sie sowieso Angst vor ihm, weil der auf dem Grundstück eine französische Bulldogge, einen Dobermann und im Schlafzimmer eine Waffe hätte. Und jetzt droht sie ihm mit Anzeige und Rechtsanwalt und unterstellt ihm, dass er einen Teil ihrer Sachen nicht eingelagert, sondern schon gleich wieder weiterverkauft hat. Und darüber streiten die sich erstmal. Dann gibt es keine Einigung, aber dafür einen bösen Brief. Du schreibst so viel auf, du hast viele Fragen, gell? Soll ich anhalten? Ich weiß auch nicht, ob dieses Konzept, was ich mir jetzt hier angewöhnt habe, für die Leute, die sich darüber beschweren, nicht zu unterbrechen, durchsetzen wird. Weil manchmal sind es halt noch ganz andere Zeitstempel. Gucken wir mal. Wir werden es mal weiter austesten, weil ich habe eine Frage, die setzt erstmal bei diesem Preis an. Das ist ja schon ein sehr großer Radius zwischen ich denke, das ist umsonst und der denkt, das gibt fast 30.000. Ja. Also das ist ja ein Riesenmissverständnis. Nicht ein kleines. So von wegen, du hast doch gesagt, du machst das für 4.000. Nee, ich habe gesagt 8.000. Und dann einigt man sich auf 6. Das ist ja ein Riesenmissverständnis, wo man sich schon fragt, dass man gerne bei der Kommunikation dabei gewesen wäre über diese Geschichte. Weil ich weiß ja nichts. Ich weiß überhaupt nicht, wem ich hier glauben soll, weil dass jemand sagt, ich dachte, das wäre umsonst, das ist ein Kollege von mir, so, dann kam der da mit irgendwie so Schwiegermutter und einem Typ und so, und dann haben die das eingelagert, ich durfte auch da pennen. Oder ob jemand sagt, also meine professionelle Hilfe kostet 30.000 €. Ja. Das ist ja, also, weißt du? Ja. Das wirkt, die kommen aus sehr unterschiedlichen Zonen da aufeinander. Das und dann gibt's Stress. Aber eigentlich war sie doch jemand, der auch mit dem Motorrad schon mal Geld eingetrieben hatte.
Aber das war, also... Aber vor dem hat sie Angst Aber gehabt. okay, der war für... Wegen der Bulldogge, dem Dobermann und der Waffe im Schlafzimmer. Kann ich verstehen, dass sie dann aber gleichzeitig keine Angst hat, zur Polizei zu gehen und zu sagen, ja, dem zeige ich's. Die Polizei wird mir schon helfen, mein ganzes Marihuana-Equipment wiederzubekommen. Das ist ein bisschen unüberlegt. Das wäre, guck mal, das ist ein geiler Job, dieser Zeitpunkt, das ist ein geiler Job, wo ich mir manchmal wünsche, ich wäre gerne Mediator. Einfach um die Leute zu befragen und zu sagen, okay, 29.000 ist auch viel, aber 0 auch. Wollt ihr euch nicht einigen, bevor euch jetzt hier gegenseitig anzeigt und dann noch eine dritte Partei ins Spiel kommt, die noch mehr Möglichkeiten hat als ihr, diese ganze Chose hier zu beenden. Dann hast weder du 29.000, noch du hast irgendwelche Sachen, die du in Gambia an den Mann bringen kannst und weder hast du dann Cash oder sonst irgendwas. Also der Best Case zu dem Zeitpunkt jetzt, müsste einer hingehen und sagen, Leute, ich habe noch eine bessere Möglichkeit für euch, wenn ihr euch einigt. Weil alles Weitere, was ab hier passiert, ist noch schlechter als der Status Quo, den ihr gerade habt. So wirkte das auf mich. So ist es ja auch. Also, aber sie hat halt diesen Mediator nicht. Was sie aber hat, ist viel Muse, was zu schreiben. Also sie beantragt jetzt eine eidesstattliche Verfügung. Sie möchte die Herausgabe ihrer persönlichen Gegenstände und sie erstattet Anzeige wegen Unterschlagung. Und das kriegt er natürlich logischerweise mit. Heike, danke für die Information, auf die die Welt gewartet hat. Ja. Entschuldigung, aber das ist der Übergang zu, es ärgert ihn so sehr, dass er auch die Polizei anruft und sagt, hier, diese Frau und ihr Stiefsohn haben was mit Drogen zu tun. Und im Übrigen geht man in dieses Haus, da stinkt es total nach Marihuana. Also das bereits Verkaufte. In das bereits verkaufte Haus, da stinkt es total nach Marihuana. Und da laufen ständig irgendwelche Ventilatoren. Und da gibt es eine ausgebaute Anlage aus dem Keller. Und die haben 150 Kilo, sagt er, 150 Kilo angebaut. Ist vielleicht aus, ich bin ein treuer Bürger, Gründen nachvollziehbar, zu sagen, oder ich habe mitgekriegt, da findet Unrecht statt, das muss ich melden für, keine Ahnung, für Deutschland, dass alles hier nach geregelten Bahnen abläuft. Für ihn ist das ja aber auch nicht optimal, weil dann entgeht ihm ja auch ein bisschen die Möglichkeit, irgendwie trotzdem daraus noch was zu ziehen. Das ist ja jetzt, die sind ja beide jetzt im reinen Revenge-Mode. So. Ja. Die sind ja beide nur auf Rache aus und vergessen dann ihre finanziellen Möglichkeiten, die da vielleicht noch bestünden. Das heißt, es wird persönlich jetzt. Es wird sehr persönlich und ihr Glück und sein Pech ist es, dass er seine Aussagen immer wieder ändert. Auch noch. Also erst hat es nur gerochen, dann erzählt er, ach, im Übrigen habe ich auch Drogen gesehen dort, nämlich je ein halbes bis 1 Kilo in so durchsichtigen Tüten. Dann war der Karton total voll mit so durchsichtigen Tüten. Dann sagt er, ich habe die auch zur Rede gestellt. Und dabei hat die mir gesagt, das sind so ungefähr 10 bis 12 Kilo. Dann hat er wieder irgendwie 60.000 Euro gesehen. Dann hat sie gesagt, ja, die muss ich aber abgeben. Später erzählt er, ja, während ich da ausgeräumt habe, hat es auch übrigens geklingelt, ist so ein Mann gekommen und hat diesen Karton und diese ganzen Drogen abgeholt. Kurzum, es stellt sich raus, dass Friedrich, der in meinem Kopf irgendwie immer Heinrich heißt, dass Friedrich schon eine Menge Vorstrafen hat. Und dabei ist halt... Ich habe es heute echt gut geschafft die ganze Zeit. Normalerweise reg ich mich immer auf. Und ich habe das jetzt probiert, irgendwie humoristisch alles zu sehen, zu denken, vielleicht bräuchte ich nicht mal einen Mediator. Ich habe hier einfach Hilfe auch angeboten. Der Typ hat auch noch Vorstrafen. Und denkt, dass der jetzt... Nicht irgendwelche. Was für welche? Unter anderem ist Betrug dabei, aber es ist eben auch falsche Verdächtigung dabei. Also... Das ist... Es wirkt sehr chaotisch jetzt mittlerweile alles. Es ist ich sehr kann mir das halt auch chaotisch. für den Polizisten schwierig vorstellen, der dann da steht
Und ich habe ja vorhin gesagt, ich freue mich hier auf den Fall. Ich kann das auch lustig finden, wenn hier skurrile Dinge passieren. Der Polizist muss das ja alles in ein geordnetes Konstrukt bringen. Mit ich muss Leute befragen, ich muss wissen, was da passiert ist. Weil als du das alles hier gerade erzählt hast, habe ich fast nicht mehr zugehört. Nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern weil ich aber dachte, du wirst mir am Ende sagen, keiner weiß, wie es wirklich war. Weißt du, also es kam ja nicht raus, weil der wird jetzt das erzählen, das Coach, der ändert das die ganze Zeit. Sie wird natürlich noch mal was anderes erzählen. Das heißt, wie genau der Ablauf von den Dingen, die er gesehen hat, war, wissen wir wahrscheinlich einfach auch nicht. Nee, weil das sich permanent geändert hat. Also die Polizei ist jedenfalls hingegangen in dieses Haus. Die haben 11.000 Euro in der Tat dort gefunden. In das bereits verkaufte Haus? Da lagen noch 11.000 einfach rum. Nicht so schlau. Nee, warte mal. Nee, ich glaube, nein. Ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, waren diese 11.000 in einem Koffer. Entweder waren sie in einem Koffer oder sie waren in der Satteltasche vom Motorrad, weil da war auch noch irgendwas. Okay. Also eins von beiden war es. Sagen wir es mal so, um das zusammenzufassen, bei den Sachen sind 11.000 Euro noch aufgetaucht. Ja, das ist aber deshalb erstaunlich, weil diese Frau ja Floristin mit Rücken ist, ne? Eine Minirente hat und nur diesen Minijob im Blumenladen. Die Polizei hat aber auch mit der Inhaberin des Blumenladens dann geredet und die hat gesagt, sie hätte sich gewundert, warum die sich so oft das Firmenauto geliehen hätte und vor allen Dingen, warum so viele Kilometer mit diesem Firmenauto gefahren worden sind. Zum Beispiel mal an 2 Tagen 3.500 Kilometer. Und Gertrud hätte zu ihr gesagt, ja, sie hätte dringend mal nach Bremen gemusst und hätte da was erledigen müssen. Aber selbst da sind ja 3.500 Kilometer, muss ein paar Mal hin und her fahren. Wir erfahrenen Auswärtsfahrer wissen wie weit Bremen ist. Also das kommt nicht ganz hin. Nee. Ja, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. So, das ist ja jetzt genau das, was jetzt halt alles rauskommt. Ja. Und das wäre ja nicht rausgekommen, wenn ihr euch da, also... So ist es, weißt wenn du, die nicht keine Anzeige das ist ja nicht so, hier war erstattet kein hätte. Nachbar, der dich erwischt hat. Sondern ihr beide, ihr werdet jetzt hier nur in diesen Schisselameng verwurstelt, weil ihr selber, so, ich glaube, ich habe das hier schon erzählt, aber ich war ja einmal da, früher mal bei wie hieß es, Karstadt, gibt's noch, gell? Karstadt gibt's noch, so. Und das ist schon sehr, sehr lange her, ich laufe da so rum, will da gerade raus. Und dann ist da ein älterer Herr mit einem Hut. Und der lief ganz normal, der ist niemandem aufgefallen. Dann ist dieser ältere Herr proaktiv auf den Security-Mann zugelaufen und hat ihn angeschrien und hat gesagt, ich habe den Hut bezahlt. Und ich denke mir so, Dicker, niemand hat gedacht, dass du hier eiskalt reinläufst und einen Hut klaust. Niemand hat es gedacht. Das kam nur raus, weil du den Security-Mann angeschrieben hast. Und turns out, der hatte den wirklich geklaut. Da war noch das Pressschild dran. Da denke ich mir so, Bruder, mach einfach weiter. Und hier habe ich ähnliche Vibes die ganze Zeit. Wo ich mir denke, die ganzen Informationen, die du mir gerade gibst, die kommen nur raus, weil die sich da melden. Du hast doch ein Motorrad, denk dir doch was aus. So, dann sag zu dem, komm, wir teilen uns die 11.000 Euro, gib mir meine Sachen wieder. Irgendwas. So, Mann. Ich weiß, ich habe hier immer zu sehr ein latentes Herz für die Täter hier, aber ja, mein Gott, gut. So, die Polizei ist also auch zu den neuen Hausbesitzern gegangen. Die haben auch gesagt, war alles ein bisschen komisch hier in diesem Haus und so. Das mit der Starkstromleitung und mit der Dämmung war ein bisschen seltsam. Die vielen Haken an der Decke für die Lampen auch. Und im Garten hätten sie Unmengen an stark gedüngtem Pflanzensubstrat gefunden. Was dazu führt, alles zusammen, dass hier Gertrud verhaftet wird. Die wandert in Untersuchungshaft, sitzt da auch 10 Monate lang. Und was auch dazu führt, dass die Polizei bei dem Sohn durchsucht, also bei dem Stiefsohn durchsucht. Und bei dem Stiefsohn findet sie alles Mögliche, unter anderem Marihuana im Kolben, auf dem Boden Haschischplatten, 8 Handys, 3 SIM-Karten und fast 50.000 Euro im Schreibtisch. Dann hat der Sohn, es wird dir gut gefallen, ein Chill-Chemiezimmer. Also das Chillzimmer, glaube ich, könnte dir gefallen.
Das steht da. Also der hat ein Chillzimmer. Was Das ist aber auch gleichzeitig sein Chemiezimmer. Und in diesem, stand das an der Tür oder wie kommen Sie jetzt da drauf? das hat er, glaube ich, so genannt. Das klingt so nach einem stehenden Begriff. Und der hatte auch so ein Chemiezimmer, wie man das kennt. Das wird dir gefallen, Basti. Du hast ja auch eins. Nee, also habe ich noch nie gehört. Aber Chillzimmer ist doch eigentlich was ganz Schönes, oder? Ist es, aber so das so zu bezeichnen ist irgendwie nicht Okay, schön. also Ja, ich habe ein Chillzimmer. Jo, danke. Ich will mich da drin aufregen, Zimmer. So, weißt du, was soll ich sonst in dem Zimmer machen? So, da will ich aber mich nicht. Das ist mein Fokuszimmer, Alter. Da gibt es keine Stühle. Also so. Also gut, der hat jedenfalls in seinem Chillzimmer eine Feinwaage gehabt und er hat in seinem Chillzimmer auch selbst gebastelte Böller für Silvester gehabt. Er hat aber glaubwürdig später sagen können, die sollten nur helle Blitze erzeugen, weil für Strafverfolgungsbehörden sind sowas funktions- und verwendungsfähige, unkonventionelle Spreng- bzw. Brandvorrichtungen. Die haben aber am Ende tatsächlich geglaubt. Er hat außerdem... Nachfrage zu dem Ganzen. Wusste der von den Ermittlungen? Also, spätestens als die Polizei in der Tür stand. Ja, das ist mir klar. Aber ich meinte, hätte der Vorkehrungen treffen können. Weil wenn Gertrud hochgeht, ist ja klar, dass er auch irgendwie auf dem Zettel ist. Das wirkt mir auch ein bisschen unvorsichtig alles. Also ich würde auch vermuten, dass er eher unvorsichtig ist, weil er wohl auch damit gerechnet hat, dass auch er in Haft wandert und weil er vorher dann noch eine Party geschmissen hat. Also er hat eine Abschiedsparty gefeiert. Er ließ auch seinem Großhändler ausrichten, dass er die Schulden noch begleichen werde. Und er selber hat sich der Polizei dann gestellt. Nach dieser Durchsuchung ist er dann hingegangen und hat gesagt, komm, ich rede. Jo. Und als er schon in Haft saß, hat tatsächlich auch sein Großlieferant in 2 Umschlägen Geld bekommen. Das heißt, es ist beglichen worden. Das weiß man alles deshalb so genau, weil zu diesem Zeitpunkt ein paar Leute überwacht worden sind. Und die haben sich über den im Auto unterhalten. Und die haben sich auch im Auto darüber unterhalten, was der alles halt so gemacht hat und dass der in Haft gewandert ist. Und die haben sich auch darüber aufgeregt, dass er überhaupt, dass hier Gertrud, die haben sich auch darüber aufgeregt, dass Gertrud Anzeige erstattet haben, aber aus dem anderen Grund als du. Die haben nämlich gesagt, wäre die Nummer zu uns gekommen, dem hätten wir eine geballert und gut wäre es gewesen. Da wäre es okay gewesen. Dann hätte der auch keine 29.000 € mehr verlangt und hätte dann Zeugs wieder rausgerückt, Gertrud. Ich wollte das nicht so deutlich aussprechen, aber den Gedanken hatte ich schon die ganze Zeit. Deswegen habe ich vorhin angefangen, vorsichtig nachzufragen mit dem hier, die ist doch im Inkasso-Motorrad-Business. Da gibt es ja auch noch gesteigerte Möglichkeiten, anstatt sich selber ins Rampenlicht zu anzeigen. Fanden die auch, aber war ja jetzt nur zu spät. Was sie bei dem Stiefsohn übrigens auch gefunden haben, ist ein geladenes Luftgewehr von vor 1970, aber da konnte er auch glaubwürdig versichern, das war ein Erbstück von seinem Opa und das war da hat er wirklich Glück gehabt, weil wenn du Drogen in einem Raum hast und da sind noch Waffen, dann gibt es hinterher halt ordentlich Strafe. Stimmt, drauf. das ist schlimmer, ne? Das ist viel schlimmer. Wie ändert sich dann die Bezeichnung? Weiß man das? Ja, Verstoß gegen das Täubungsmittelgesetz mit Waffen. Und das ist Mindeststrafe 5 Jahre. Das ist richtig fett. Das heißt, die Waffe macht dann schon einen Unterschied? Die macht einen Riesenunterschied. Weil man dann davon ausgeht, dass der das rabiater durchsetzt als ein ganz normaler Dealer. Würde ich mal vermuten, ja. Würde ich mal vermuten und... Das schreibe ich mir mal für den Zuschauer auf. Ja. Du kannst ruhig weiterreden, während ich aufschreibe. Ich bin Okay, schreib du auf. Multitasker. Ja. Also, und was sie auch noch gefunden haben in der Wohnung, ist so ein Schlüssel. Und der Schlüssel führte zu einer Hütte ganz in der Nähe vom Wald. Ganz in der Nähe im Wald. Und da haben sie dann noch eine Eishockeytasche mit dickwandigen Vakuumbeuteln gefunden. Und die waren auch übrigens beschriftet. Also da war so eine stilisierte Krone drauf und praktisch die
Die Firmenbezeichnung. Die da wäre? Ich weiß jetzt nicht, ob ich es sagen soll. Okay, dann nicht. Aber es spricht auf jeden Fall... Also es hat was mit der Krone zu tun. Es hatte einen königlichen Namen. Okay, das ist eine royale Weedmarke. Ja, gewesen. so ungefähr. Und ja, mein Gott, das wirkte ja zumindest, wie gesagt, und ich habe wahrscheinlich hier nur 17% der relevanten Informationen, beziehungsweise wir auch, weil man weiß es ja nicht. Ehrlich gesagt fand ich diesen Marihuana-Part, den fand ich okay. Klar, ich weiß, das darf man nicht und das ändert sich jetzt auch alles Schild da draußen, bevor ihr wieder ausrastet. Aber das wirkte zumindest so, ja, das funktioniert. Also zumindest habe ich, weißt du, also die Gertrud einfach mal Gambia sein lassen, hätten Gertrud und Arno das vielleicht immer noch machen können. Weil auf mich wirkt Arno jetzt auch nicht schlimm. Weiß nicht, ich habe jetzt hier irgendwie, weißt du, was ich meine? So, ich habe jetzt keine... Ja. Also Polizei und Staatsanwaltschaft fanden es aber doch schlimm. Die haben gesagt, hier wer so viele Telefone hat, die sind nicht alle von deinen Kumpels, so wie du das behauptest, sondern die haben einen anderen Grund. Und in diesen Telefonen gibt es keine Anruflisten, da gibt es keine gespeicherten Kontakte, da gibt es keine Namen, da gibt es keine Chats und dergleichen. Anrufprotokolle sind gelöscht. Und was sie herausgefunden haben, ist, dass von diesem einen Handy zweimal überraschenderweise in den Niederlanden angerufen worden ist. Dort sind Burger und Pizza bestellt worden. 7 Burger und 4 Pizza für 46 bzw. 61 €. Das wäre schon ein sehr teures Essen gewesen. Ja, ich meine, das ist jetzt auch keine Neuigkeiten mehr so. Der wurde erwischt. Die Leute finden jetzt nach und nach so ein bisschen von den Kram. Da fragt man sich jetzt, warum hat es nicht beseitigt? Aber dass der dann jetzt... Ja, warum haben sie es nicht beseitigt? Also die haben auch eine Festplatte sichergestellt. Auf dieser Festplatte haben sie Fotos gefunden. Und was war auf den Fotos zu sehen? Unter anderem diese Indoor-Plantage. Und auf den Fotos haben sie eben auch gefunden, wie er offenbar stolz 1 Kilo Marihuana-Ballen auf dem Kopf trägt. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wenn ich merken würde, okay, da ist ein bisschen Gefahr im Verzug, zumindest Erwischungsgefahr ist im Verzug, warum man da nicht probiert zumindest. Abschiedsparty auch okay, aber ein bisschen gründlicher zu sagen, okay, ich werde wahrscheinlich erwischt, aber ich muss ein bisschen besser aus der Nummer rauskommen. Das wirkt auf mich nicht so, ich kenne die Gründe nicht, warum das so ist. Aber wir haben jetzt hier auch irgendwie, ich habe jetzt hier keinen, wie wir es sonst immer haben, Aufklärungseifer, sondern das ist alles ziemlich klar, oder? So, also wie ist das denn jetzt für alle Beteiligten ausgegangen? Oder naja, also das Gericht hat festgestellt, dass, also es war ja nicht schwer. Also ja, es hat diese Indoor-Plantage gegeben und ja, hier der Stiefsohn von Gertrud hat auch was damit zu tun gehabt und hat ihn zu 4 Jahren wegen Handeltreibens und Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, sagen Juristen immer, plus hier seine Böller, Bastelei und weil er ein Luftgewehr besessen hat, zu 4 Jahren verurteilt. Oh. Immerhin kein Handeltreiben mit Waffen. Aber das ist trotzdem 4 Jahre ist viel. 4 Jahre ist viel. Weil ich stelle mir auch folgende Frage, das ist ja bestimmt gar nicht so einfach, die Mengen da auch zu bestimmen. Ich bin ja nicht dabei, die Sachen sind ja schon verkauft. Lag das an diesem Buch, was Gertrud da hinterlassen hat? Oder wie haben die, weil es kommt ja mit Sicherheit drauf an. Naja, die haben die Fotos gehabt. Ja, ich meinte nur, es ist trotzdem, glaube ich, schwer zu bestimmen, ob ich jetzt 50 Kilo oder 5000 Kilo verkauft habe im Laufe der Zeit. Das ist schon, klar kann man das erahnen, aber ich kann es ja nicht wasserdicht machen. Ja, aber ganz ehrlich, 4 Jahre ist für so Drogensachen geht ja noch. Was? Das ist viel, aber Drogen, das wird so hart bestraft. Warum? Naja, weil es die Gesundheit der Menschen schädigt, bla bla bla. Und weil dahinter natürlich häufig auch, wie will ich sagen... Ja, ich gebe dir recht, ich will das auch nicht verharmlosen, aber wenn das Argument seid, weiß ich nicht, weil es schädlich für die Gesundheit der Menschen ist, dann sollen auch diejenigen, die die Milchschnitte erfunden haben, ins Gefängnis, weil ich immer noch süchtig danach bin. Nein, Spaß, aber weißt du, was ich meine? Ich finde es schon viel.
Weil wir reden hier oft. Das ist auch viel. Wir reden oft über Körperverletzungen oder über so. Ich finde es krass, ehrlich gesagt. Ich gebe dir recht, im Verhältnis sehe ich es genauso. Weißt du, genau, ich wollte nicht, dass es eine Strafe gibt, nicht falsch verstehen. Ich will das auch gar nicht verharmlosen, wie Leute das immer gerne cool machen. Drogen, no. So, das hat schon alles seine Berechtigung, dass das verboten ist. Ist ja jetzt auch, hat sich jetzt aber auch geändert. So. Ich will das trotzdem, gerade was so Drogenhandel betrifft, ich will das nicht verharmlosen, weil dann gerät das vielleicht an Kinder und so. Alles fein. Ich finde aber das Verhältnis ist krass. Marihuana zu verkaufen und dann, also klar, man kann darüber streiten, ist das gefährlich oder nicht, aber 4 Jahre klingt für mich in dem Kontext, in dem wir sonst hier uns so bewegen, überrascht mich. Das will ich, glaube ich, ausdrücken. Ja. Gertrud dagegen. Also Arno 4 Jahre. Ja. Auch scheiße, Digga. Ne? Gertrud dagegen ist freigesprochen worden. Gertrud ist deshalb freigesprochen worden, weil das Gericht gesagt hat, dass die Angaben von Friedrich, der nicht Heinrich heißt, so sehr widersprüchlich sind, dass erhebliche Zweifel daran bestehen, ob die wirklich diese 12 Kilo Marihuana im Keller hatte. Und was sie... Okay, das heißt im Endeffekt, aus Mangel an Beweisen müssen wir davon ausgehen, dass Arno das alles alleine gemacht hat. Also andersrum. Aus Mangel an Beweisen müssen Sie davon ausgehen, dass Sie ihr nichts nachweisen können, wird vermutlich irgendwie so gewesen sein, aber man weiß es halt nicht genau. Indizien hätte man schon. Die hat echt Glück gehabt. Ja, wollte ich gerade sagen. Die hat Glück gehabt. Sie hat aber weniger Glück gehabt, weil sie saß ja 10 Monate in Untersuchungshaft. Und sie hatte auch Haftentschädigung beantragt für diese 10 Monate, weil sie ja jetzt freigesprochen worden ist. Und diese Haftentschädigung hat sie nicht bekommen, weil das Gericht gesagt hat, entscheidend sei, wie sich der Sachverhalt den Ermittelnden und den Gerichten darstellt. Oh, das ist ja das nächste Thema jetzt. Ja, also das kann ich auch nur wiedergeben, weil ich teile das überhaupt nicht. Also entweder spreche ich frei und dann gibt es auch bitte Haftentschädigung, ja. So, dann ist ja, es eben, so. Du kannst doch. Aber ich kann nicht sagen, nö, Pech gehabt, hättest du das halt mal nicht Ja, vor allen Dingen, was soll das aufgebaut. bedeuten? Das schließt ja eigentlich mit ein, dass es den anderen Fall auch gibt. Verstehst du, was ich meine? So, wenn ich jetzt sage, Untersuchungshaft ist dazu da, dass die Leute nicht abhauen und bla bla, aber wir sind uns noch nicht komplett sicher, ob der wirklich was gemacht hat. Dann kriegen die Leute eine Entschädigung. Welche kriegen denn dann eine Entschädigung? Weil wenn sie keine bekommt, das Argument, was man hier nimmt, ist ja, das sah schon so aus, als wenn du es gewesen wärst, weil ich hoffe, ehrlich gesagt, dass das allgemein so ist, dass jemand in Untersuchungshaft zu nehmen, diese Voraussetzung, weißt du, dass überhaupt der Schritt in die Untersuchungshaft dieses Kriterium ist und nicht bei Haftentschädigung. So, das sah schon so aus, also Entschuldigung, das sah schon so aus, die mussten wir festnehmen, jo. Naja, aber das ist ja wohl hoffentlich bei allen, die in Untersuchungshaft kommen. Die ist ja in Untersuchungshaft gewandert wegen Fluchtgefahr. Die wollte nach Gambia ausreisen, man hatte das gefunden, die hatte keinen festen Wohnsitz mehr, die hat mal hier, mal da gewohnt. Und das ist der Haftgrund. So. Den kann man vielleicht aufgrund der Indizienlage auch nicht negieren. Nein, aber du müsstest, finde ich, jetzt hergehen und sagen, so, jetzt bist du freigesprochen worden. Jetzt entschädigen wir dich. Entschädigen was schon wir wenig dich ist. Für diese 10 Monate U-Haft. Ja. Die sagen aber, nein, entscheidend ist, dass die Verdächtige, also Gertrud, durch ihre Tat oder ihr früheres Verhalten die Maßnahme, sprich, dass man sie in Untersuchungshaft nimmt, verursacht hat. Also hier, die hat im großen Stil mit ihrer Lebensgefährtin Marihuana angebaut im Keller. Es ist ein Teil der Aufzuchtanlage gefunden worden. Auffällig war der hohe Stromverbrauch. Man hat irgendwelche Notizen von ihr zum Anbau von Marihuana gefunden. Deswegen ist es kein grober Fehler der Strafverfolgungsbehörden, Staatsanwaltschaft und Polizei, also Staatsanwaltschaft, dass dieses Verfahren eingeleitet worden ist, bla 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 und so. Und es ist auch kein grober Fehler der Staatsanwaltschaft, dass sie diesem unglaubwürdigen Zeugen geglaubt hat. Diese Unglaubwürdigkeit von dem hätte sich erst im Prozess herausgestellt. Deshalb war dieser dringende Tatverdacht gegen die da. Und deshalb, ich gebe nur wieder, was das Gericht sagt. Ich teile das nicht. Ich kann das auch an gewissen Stellen nachvollziehen. Das alles teile ich auch. Nur hinterher hat es sich anders rausgestellt. Und das ist das Entscheidende. Ja,
Nee, beziehungsweise, oder wenn das, ja, keine Ahnung. Also, wie ich die verstehe, sagen die ja vorm Verfahren wirkte auf uns das noch so eindeutig, dass wir davon ausgehen mussten. Ja, ist dass ja das okay. stimmt. Im Verfahren hat sich herausgestellt, dass es nicht so ist. Ja. Das reicht mir nicht. Nein, Für mich ist da irgendwo eine Logiklücke drin im Vergleich zu anderen. Also, wenn man die Regel aufstellt. Finde ich auch. Ich teile das auch, deswegen kann ich es auch nicht Weil- rechtfertigen, nur wiedergeben, wie es begründet worden ist. Ich teile das überhaupt nicht. Ich finde, dann muss man konsequenterweise sagen, dann wirst du auch entschädigt. Okay, wir haben Arno, wissen wir, sie ist freigesprochen. Ist sie nach Gambia dann gegangen? Ich habe die nicht mehr gefunden jetzt. Und Friedrich, was geht bei Friedrich so? Ich weiß nicht. Friedrich hat echt Glück. Nee, hat er dies. Also, was ich meine, ist, was mit den Sachen passiert. Aber wir haben ja hier noch einen offenen Streit zwischen den beiden. Weiß man nicht? Ich weiß es nicht, nein. Weil im Endeffekt ist hier vielleicht Friedrich der lachende Gewinner und betreibt jetzt selber eine Marihuana-Plantage. Oder Weil den es Motorhandel. ist ja jetzt erlaubt. Hat das eigentlich Auswirkungen? Es hätte Auswirkungen. Also hat das Auswirkungen, wenn ich jetzt, keine Ahnung. Ja, also wenn Sachen, was soll ich es nennen? Sage mal, ich habe die ganze Zeit Sachen gemacht, die waren zu der Zeit, wo ich sie gemacht habe, illegal. Und plötzlich wird es legal. Also wenn sich das Gesetz ändert, dann gilt immer die günstigere Variante. Das heißt, wenn du seit dem 1.7.2022 gilt dieses neue Cannabis-Gesetz. Wenn du, sagen wir, ein halbes Jahr vorher irgendwas gemacht hast, bisher, das war jetzt auch so, dann Routen, dann haben gilt die das? eigentlich die Verfahren. 1.7.2024. Ach, 24, ich habe 22 verstanden. Okay. 2024. Nee. Ist doch früher, das wurde doch überall gefeiert. 1.4., ich habe mich Ja, verschrieben. ja, gut, nee, dann- 1.4. war. Gott sei Dank. Das kann gar nicht sein. Das würde ja dann erst noch kommen. Ja, 1.4. Ich habe mich nur verschrieben. Auf meinem Zettel. Nein, es gilt immer das günstigere Gesetz. Also das heißt, das wird auch, glaube ich, noch schwierig, weil man muss sich ja jetzt eigentlich diese ganzen Verfahren angucken. Diese ganzen bereits beendeten Verfahren, was du mit denen machst. Nee, und vor allen Dingen musst du das, was sie gemacht haben, in die Schablone setzen der komplizierten Regeln, die es ja jetzt auch gibt. Ja. So, das ist ja auch wieder so eine deutsche Geschichte geworden. Da wusste man schon, ja genau, Deutschland will das legalisieren. Herzlichen Glückwunsch, das wird auf die deutscheste Art und Weise passieren. Und es ist auch so gekommen. Und da muss jetzt irgendjemand hingehen und sagen, okay, weil das, was wenn du jetzt, sagen wir mal, Marihuana ist legal. So, ich darf es konsumieren, ich darf es auch in gewissen Voraussetzungen anbauen. Dann ja mit Sicherheit nicht in den Konstellationen, weil das konnte ja damals keiner wissen, dass ich dann irgendeinen Verein gründen muss und dann, so weißt du, die Voraussetzungen, das ist schon interessant, ehrlich gesagt. Inwieweit man dann sagt, gut, ja, hier hat eine Legalisierung stattgefunden, aber die hat die und die Voraussetzungen, die hast du damals nicht erfüllt, deswegen war es trotzdem illegal, aber nicht mehr ganz so illegal wie zu dem Zeitpunkt, als es noch komplett verboten war. Also das ist ja dann so ein komplettes Wirrwarr, was irgendjemand dann aufdröseln muss. Viel Spaß. Ich glaube schon, dass das jetzt anstrengend wird, ja. Und das hatte ja auch zur Folge, dass schon seit einigen Monaten bestimmte Verfahren nicht mehr vorangetrieben worden sind. Klar, ist ja auch vernünftig, erstmal zu warten, kommt es oder kommt es nicht. Und danach entscheidet sich das dann. Okay. Ja. Aber theoretisch müsstest du jetzt alle Alten dir nochmal angucken, die da runterfallen. Ich meine hier, Arno fällt nicht darunter, das war viel zu viel. Plantagen sind damit nicht gemeint. Gut. Aber Sondern lediglich 3 Pflanzen. ich glaube, wir haben trotzdem jetzt klar gemacht, was mit jedem von unseren Protagonisten, die wir anfangs im Setting erwähnt haben, passiert ist. Sofern wir es wissen oder du weißt. Hast du noch irgendwas? Mein Zettel ist sehr chaotisch. Ich leg den mal hier zur Seite. Aber Nein, ich glaube, ich habe alles erzählt, was ich loswerden wollte. dann würde ich sagen, wir gehen in den Zuschauerraum. Zuschauerraum. Ja, Heike, unser beliebter und bekannter Safe Space hier. Zumindest manchmal, wenn es nicht noch schlimmer weitergeht. Ich habe eine Frage notiert, du wirst auch eine haben. Wen rufen wir überhaupt an? Oberstaatsanwalt, Basti salutiert, Dominik Mies. Den ich duzen darf. Vergiss ihn. Deswegen begrüße ich ihn auch, okay? Dominik Mies? Hallo Dominik, Heike Hallo. Borowka
Basti Red. Grüß euch. Er hat's Verurteilt. geschafft. Er hat's geschafft. Ich habe geschafft, nicht zu siezen. Glückwunsch. Nicht sie zu sagen. Ja. Gut, schön, dass du mal wieder dabei bist. Long time no here. Yes. Ich hatte dir ja schon eine Frage angekündigt. Und zwar hatten wir heute einen Fall, wo es um, wie soll man es nennen, Drogenhandel, Herstellung, alles, was damit zu tun hat, gilt. Und dann hat Heike mir gesagt, und das macht ja auch Sinn, dass wenn ich Drogenhandel betreibe, aber da eine Waffe im Spiel ist, ist das wesentlich schlimmer, als wenn ich nur normal Drogenhandel betreibe. Und meine Frage ist, was unterstellt mir der Gesetzgeber denn, wenn die Waffe zusätzlich dazukommt? Naja, eine abstrakte Gefährlichkeit kommt da hinzu. Das ist einfach eine viel höhere Eskalationsgefahr bei einem vermeintlichen Drogengeschäft. Und hier muss man ja sagen, bei Drogengeschäften handeln ja Personen untereinander, die auch riskieren, bei einem illegalen Geschäft erwischt zu werden. Und da kann man dann durchaus auch unterstellen, dass solche Personen eine Waffe einsetzen würden, wenn da bei dem Geschäft irgendetwas schieflaufen würde. Und wenn dementsprechend eine Person eine Waffe dabei hat oder einen gefährlichen Gegenstand, dann ist diese, wie ich eben schon gesagt habe, Eskalationsgefahr natürlich viel, viel höher. Und dementsprechend wird dann das auch höher sanktioniert. Und das gilt doch auch, wenn die Waffe, also ich finde bei jemandem Drogen und da liegt in der Schublade daneben die Waffe. Genau, man muss schon einen Zusammenhang herstellen können zwischen der Waffe und dem Drogengeschäft. Das muss schon nachgewiesen werden können. Aber wenn das nachgewiesen werden kann, dann ist das so, ja. Ah, guck, und das passt nämlich. In unserem Fall ist es nämlich nicht nachgewiesen worden, weil da irgend so ein altes Erbstück vom Großvater an der Wand hing. Genau, da ist es nicht so. Also häufige Fälle sind Drogenfunde in einem Fahrzeug und dann liegt die Waffe im Handschuhfach. Das sind dann die häufigsten Fälle oder mit die häufigsten Fälle oder aber auch das ganz normale illegale Drogengeschäft auf der Straße, wo dann die beiden miteinander Handelnden eine Waffe dabei haben und es Streit bei diesem Drogenhandel gibt. Ja, also ist es quasi so einfach nur eine unterstellte Ausführung meiner Geschäftspraktiken, wenn ich zusätzlich noch eine Waffe habe, dass die auf andere Weise stattfinden, wie wenn ich keine habe, weil ich dann einfach irgendwie locker unterwegs bin. Genau, so ähnlich wie der Diebstahl mit Waffen. Wenn du einen Ladendiebstahl begehst, wird es sanktioniert mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe. Wenn du aber eine Waffe dabei hast und die musst du nicht verwenden, wenn du also ein Messer in der Tasche hast dabei, dann ist die Sanktion schon 6 Monate bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe. Okay. Einfach, weil die abstrakte Gefährlichkeit viel höher ist, dass der Dieb, der möglicherweise erwischt wird, dann diese Waffe auch einsetzt. Okidok, vielen, vielen Dank. Danke. So, jetzt noch eine Frage von Franziska. Franziska kommt aus Niederkassel. Niederkassel, sagt sie uns, Hessen liegt zwischen Köln und Bonn. So, und sie hat eine Frage zu Gutachtern. Sie will nämlich wissen, wie lange benötigen Gutachter eigentlich für die Erstellung eines Gutachtens? Und vor allen Dingen will sie wissen, diese Gutachter sitzen ja dann auch hinterher mit in der Hauptverhandlung, sprich im Prozess. Die haben vorher schon ein Gutachten abgegeben. Wie lange dauert das eigentlich? Das kann ja nicht wochenlang dauern, meint sie. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube schon. Gut. Also zunächst mal gehe ich davon aus, dass sie Schuldfähigkeitsgutachten meint und vorwegschickend, das ist dann nachher ein Gutachten. Also die Vorbereitung, die der Gutachter im Ermittlungsverfahren leistet, die mündet dann später in das endgültige Gutachten, was er in der Hauptverhandlung dann abgibt. Das sind ja meist Verfahren, wenn Schuldfähigkeitsgutachten erstattet werden mit relativ gewichtigen Tatvorwürfen. Oft sind es Haftsachen. Und bei Haftsachen ist natürlich besondere Eile geboten, denn 6 Monate nach dem Vollzug von Untersuchungshaft prüft das Oberlandesgericht, ob die Haft noch verhältnismäßig ist, wenn bis dahin kein Hauptverhandlungstermin stattgefunden hat. Und deswegen muss man als staatsanwaltschaftlicher Dezernent einen Gutachter schon dazu anhalten, ein Gutachten so schnell wie möglich zu erstatten. Denn dieses vorläufige Gutachten, was er im Rahmen des Ermittlungsverfahrens schon beginnt, kann auch die Basis dafür sein, ob ich eine Anklage erhebe oder beispielsweise eine Antragsschrift verfasse, wenn ich nämlich feststelle, der Beschuldigte ist
ganz offensichtlich schuldunfähig. Daher bietet sich immer an, unmittelbar nach Aufnahme von Ermittlungen, wenn ich Anhaltspunkte dafür habe, dass der Beschuldigte möglicherweise schuldunfähig ist oder eingeschränkt schuldfähig ist, den Gutachter sehr, sehr schnell mit einem Gutachten zu beauftragen. Und dann kann man sagen, also 3 bis 4 Monate Dauer sind absolut keine Seltenheit und das ist auch nicht besonders viel, denn man muss sehen, der Gutachter muss erstmal die Akten komplett studieren und das sind nicht selten umfangreiche Akten. Dann muss er den Beschuldigten explorieren. Der Beschuldigte sitzt sehr, sehr häufig in solchen Verfahren in der Justizvollzugsanstalt. Das heißt, der Gutachter sucht den einmal, zweimal, dreimal auf und redet viele Stunden mit dem Beschuldigten. Dann bildet er sich eine Meinung, dann erstattet er das Gutachten und dann muss das Ganze auch noch verschriftet werden. Dementsprechend sieht man schon, dass der Aufwand sehr, sehr hoch ist. Der Aufwand ist ein bisschen niedriger, wenn der Beschuldigte sich nicht dazu bereit erklärt, mitzuwirken. Das muss er nämlich nicht. Dann erstattet der Gutachter ein Gutachten auf Aktenbasis. Es entfällt also die eben geschilderte Exploration. Aber wie gesagt, das ist nur das in Anführungszeichen vorläufige Gutachten. Das endgültige Gutachten, das erstattet er dann gegen Ende der Hauptverhandlung, nachdem er an jedem Hauptverhandlungstag da war und sich auch dort den Beschuldigten bzw. dann Angeklagten nochmal angeschaut hat. Denn sein vorläufiges Gutachten kann sich durchaus in einer Hauptverhandlung ändern, je nachdem, wie der Angeklagte sich verhält, welche Zeugen irgendetwas aussagen. Also da passiert es auch durchaus, dass die ursprüngliche vorläufige Einschätzung eines Gutachters sich dann nochmal ändert. Und dementsprechend kann das schon einige Zeit in Anspruch nehmen. Doc. Vielen Dank. Vielen Gerne. Dank. Und Gerne. bis bald. Bis bald. Allerspätestens in Staffel 11. Yes. Oder bei irgendeiner Live-Show. Oder so. So machen wir. Gerne. Vielen Dank. Ciao, Bis ciao. bald. Ciao. Ciao. So, Heike. Podcast-Tipp. Innerhalb des Zuschauerraums haben wir noch ein bisschen Housekeeping noch so ein bisschen zu machen. Willst du erst einen Podcast-Tipp machen oder soll ich jetzt erst nochmal wiederholen, was wir vorhin... Ich mach mit Mach mal meinem den Podcast-Tipp und wir hören damit auf, womit wir angefangen haben. Habe ich nicht schon mal meinen schönen Satz hier gesagt? Anfang und Ende reichen sich die Hände. Ist das romantisch? So habe ich es mal gelernt. Anfang und Ende, da können wir auch darüber diskutieren, ob das stimmt. Ich weiß, das ist furchtbar. Ich finde den Satz ganz schrecklich. Weil bei dem Stift hier nicht. Wenn sich hier beim Stift Anfang und Ende Aber die es Hände geht reichen, doch ist er darum, kaputt. wie erzählen wir eine Geschichte, damit sie rund wird. Okay, Podcast-Tipp. Heute empfehle ich euch, Warum guckst du so? weil es mir so ein bisschen schwerfällt, den Podcast Rammstein Row Zero. Der erzählt die Geschichten junger Frauen, die in das Sexrekrutierungssystem eines Weltstars geraten sind. Das ist ein Podcast des Rechercheteams von NDR und Süddeutscher Zeitung mit, wie ich finde, relativ vielen neuen Details. In 4 Folgen hört man viele Leute, die relativ nah dran waren, nicht nur die jungen Frauen, sondern auch andere. Und die Reporterinnen und Reporter, die das gemacht haben, die beschreiben so ganz gut, wie sie auch versucht haben, die Glaubwürdigkeit derjenigen, mit denen sie sich da unterhalten haben, zu prüfen. Und ehrlicherweise sagen sie auch, an welchen Stellen sie bestimmte Dinge einfach nicht nachprüfen können. Klar, weil es eine 1:1-Situation war. Ich finde ihn sehr differenziert gemacht und deswegen empfehle ich ihn heute. Alright. Ich bedanke mich erstmal bei den Besuchern unserer letzten Live-Show. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, wenn ihr den Podcast hört, aber ich habe hier eine Verurteilt-Tasse in der Hand und wir haben zusätzlich noch sehr viel Almdudler und Süßigkeiten bekommen. Vielen, vielen Dank. Einfach aus Klagenfurt sind die gekommen. Das wollte ich gerade sagen. Irgendwie gab es auch eine Verbindung zu Innsbruck, weil das stand auf der Tüte und dann haben wir uns gleich über Fußball unterhalten können. Das fand ich so einprägend, dass ich das hier mal in der Sendung erwähnen wollte, was nicht heißt, dass mir auch die Leute, die dann aus Hamburg, Nürnberg oder sonst irgendwas kommen, was bedeuten. Aber die haben mir was mitgebracht und wer mir was mitbringt, dann landet das hier in der Sendung. Vielen Dank. Liebe Grüße nach Klagenfurt, Innsbruck, wo auch immer. Danke. Und wir sagen es, was du am Anfang gesagt hast, sage ich jetzt nochmal. Die Leute müssen sich melden, die Karten für den 11.09. hatten. Da gibt es irgendwie scheinbar 40 Leute, von denen sich 20 noch nicht gemeldet haben bei der Käse.
was ihr denn gedenkt zu tun. Ihr könnt entweder am 22.09. zur großen Show kommen oder ihr könnt die Karten tauschen oder euch das Geld zurückerstatten lassen. Alle Möglichkeiten bedingen oder benötigen weitere Schritte, egal für welchen Ausgang ihr euch entscheidet. Deswegen meldet euch. Die 20 Leute schaffen das auch noch. Und ich glaube, für Verurteilt im Sommer gibt es noch Karten für den 30.07., weil der 29. ist ausverkauft. Aber ich sage es auch hier nochmal, wir haben uns mittlerweile final geeinigt. Das wird das Gleiche sein, was am 29.07. stattfindet. Deswegen kauft euch jetzt kein Ticket zusätzlich, weil ihr denkt, geil, das sind 2 verschiedene Shows. Ansonsten haben wir letztens Zahlen geschickt bekommen vom Rasch. Liebe Grüße und vielen Dank nochmal an alles, was du so für uns machst. Ich glaube, Oktober ist auch schon ausverkauft. Unser Tourmanager. Ja, finde ich, ist cool, der Rasch oder? mehr als ein Tourmanager. Rasch ist der Manager meines Herzens. Oh. Nein, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ich glaube, dann plötzlich ist da eine Show reingerutscht, die, keine Ahnung, im November oder Oktober ist die auch schon einfach ausverkauft, gell? Ja, Oktober. Oktober ist Show. Also wird's langsam eng. Kommt alle am 22.09., da gibt es auch nicht mehr so viele Karten. November, Dezember 2025. Empfehlt uns weiter, ob als Live-Show oder Podcast. Lass mal ein Like da. Genau. Schreibt mal eine Nee, iTunes-Rezension. da macht man doch, aber nur gute. Da macht man doch so Sternchen. Bei was? Gibt uns 5 Sternchen. Da macht man nur so Sternchen, klickt man doch an. Wo? Ja, bei den Rezensionen. Ja, aber man kann auch bei YouTube ein Like da lassen. Ja, das stimmt, das kann man auch. Ihr könnt es auch beim Fernseher machen. Schmeißt einfach irgendwas auf den Fernseher. Und schreibt freundliche Mails. Und bleibt uns erhalten. Vielen, vielen Dank. Bis in 2 Wochen. 10, 11, 12 Staffeln ist schon krass. Tschüss.